Symposium des THR 265 ist, sind Psychedelics, die Therapie mit Psychedelics. Das ist natürlich ein ganz klein wenig kurios, wenn man die Historie betrachtet. Sie waren ein großer Renner in den 60ern bis in die 70er rein, dann war es Hippie-Kram, dann war es verboten. Jetzt sind sie wieder da. Woher, Herr Sommer, kommt das? Also die Situation in der Psychiatrie ist ja folgende, dass über viele Jahrzehnte seit den, oder sagen wir mal so, seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hat es viele Veränderungen in der Psychiatrie gegeben, positive Erfahrungen mit Medikationen, die zu großen, auch strukturellen Veränderungen in der psychiatrischen Behandlung und in der Lebensqualität der Menschen oder der betroffenen Patienten geführt haben. Und wenn man das miterlebt hat, dann hat man natürlich so die Idee, das geht immer irgendwie so weiter. Aber und es wurde ja auch mal als die Revolution, eine Revolution in der Psychiatrie bezeichnet oder psychopharmakologische Revolution mit mehreren Phasen auch. Es gab nochmal in den 80er, 90er Jahren einen Entwicklungssprung mit Entwicklung von neuen Medikamenten. Aber man muss konstatieren, dass seitdem das Feld der psychopharmakologischen Entwicklung stagniert hat. Und das wurde in einem im Feld zumindest sehr viel beachteten Review dann auch mal so ausgedrückt. Revolution stalled ist ein berühmtes Aussage und auch Artikel eines prominenten Forschers in der psychiatrischen Forschung. Und das hat dazu geführt, dass es kaum noch Entwicklungen gibt von den großen pharmazeutischen Firmen in diesem Gebiet und demzufolge auch relativ wenig Neuzulassung. Da ist halt einfach nicht mehr viel passiert und es gab auch keine qualitativen Sprünge mehr, die gezeigt haben, das ist besser als das, was schon besteht. Obwohl wir uns alle darüber bewusst sind, dass das Bestehende hat einfach trotz der bekannten Vorteile eben auch sehr viele Nachteile. Ein Großteil der Patienten hat keinen Vorteil von der Medikation, ein anderer Teil hat direkt Nachteile, hat starke Nebenwirkungen und das ist sicherlich auch ein Grund, warum diese Rückbesinnung auf Bekanntes erfolgt ist. Andere Faktoren kann man sicherlich auch benennen, dass man neue Erkenntnisse hatte, die dazu geführt haben. Zum Beispiel eines dieser, ich würde mal sagen, lange bekannten Phänomene ist, dass Antidepressiva zum Beispiel einen sehr, sehr langsamen Wirkungseintritt haben. Und Patienten wissen das, werden dazu instruiert, dass sie mindestens 4 bis 6 Wochen warten müssen, bevor man wirklich den Wirkungseintritt sehen kann. Und plötzlich kann dann jemand zeigen, dass mit einer altbekannten Substanz, Ketamin, das sehr schnell passieren kann. Und es hat zu einem gewissen Umdenken geführt und demzufolge auch zu einer Neubewertung von altbekannten, aber lange vergessenen Substanzen, unter anderem eben auch den Psychedelics. Und wie schon gesagt wurde, es gibt viele anekdotische und zum Teil auch systematische Berichte, die für positive Wirkungen von Psychedelics auf eine Reihe von psychiatrischen Erkrankungen oder Zuständen hinweisen. Und damit hat man dann versucht, jetzt mehr systematisch und mit moderner Forschungsmethodik weiterzuarbeiten. Also ich habe jetzt schon gelernt, dass sich nicht jede Droge für die Therapie eignet. Also MDMA hat das Potenzial zum Missbrauch, wirkt auch aufs Belohnungssystem, kann also potenziell süchtig machen. Ketamin auch? Ketamin auch, wird auch kaum in der Suchtbehandlung
angewendet, aber es wird momentan sehr stark in der Depressionsbehandlung angewendet. Und wir wissen natürlich, dass Depressionen und Suchterkrankungen sehr häufig komorbid sind. Also es wird auch irgendwann Patienten betreffen, die eventuell mit Ketamin dann in Berührung kommen. Jetzt lassen wir die ganzen juristischen Probleme mal weg, also gestern illegal, heute in der Forschung. Aber was ich mir vorstellen kann, es ist doch allein schon eine Herausforderung, eine standardisierte Untersuchung zu machen bei etwas, was so frenetisch mobil ist, so erratisch wie ein LSD-Trip, oder? Ja, sicherlich, aber auch dafür gibt es Ansätze. Nun bin ich kein Spezialist für LSD oder Psychedelic-Forschung, aber es gibt natürlich da auch standardisierte Fragebögen oder auch personifizierte Interviews, die dann niedergeschrieben werden und aus denen man einige gemeinsame Faktoren ableiten können. Aber natürlich sind diese individuellen Trips sehr individuell, ganz klar. Herr Sommer, was sind denn für Sie die Ansätze, die am vielversprechendsten sind? Also die Wiederentdeckung der Psychedelics hat für mich schon sehr großes Potenzial, dass das wirklich die Behandlung von Patienten nochmal deutlich verbessern kann. Und der Grund dafür sind einfach einige Studien, die für mich, der schon viele Jahre in der Grundlagenforschung nach Prinzipien gesucht hat, die in dem Fall konkret Alkoholkonsumtion besser beherrschbar machen oder helfen zu reduzieren und eben gewohnt bin, dass die zu erwartenden Effekte eher sehr gering sind, fand ich eine Studie ganz bemerkenswert, die eben einen deutlichen Effekt systematisch mit der Anwendung von Psilocybin verbinden konnte, der dann auch über einen recht langen Zeitraum angehalten hat. Eine amerikanische Gruppe um Bogenschutz konnte halt zeigen, dass in einer Patientenpopulation, die auch nicht sehr klein gewesen ist, in jedem Studienarm waren immerhin 50 Patienten, was als ein guter Anfangs- oder initialer Trial gelten kann. Und was die gefunden haben bei der Anwendung von einem ganz typischen, weit verbreiteten Psychotherapieprogramm der kognitiven Verhaltenstherapie für Suchterkrankungen, kombiniert mit zwei einzelnen Psychedelic-Gaben zu bestimmten Zeitpunkten während der Therapie, dass das den therapeutischen Effekt noch einmal deutlich verbessern konnte. Und dass der Effekt dieser 12 Wochen Standardtherapie zusammen mit Psilocybin dann auch über einen relativ langen Zeitraum von mindestens 9 Monaten angehalten hat. Und das war von der Effektstärke beeindruckend, muss natürlich in einer größeren Studie wiederholt werden. Wir wissen nicht so viel davon über die Patientencharakteristika, wie die ausgesucht wurden. Es waren jetzt alles Patienten, die in einer Outpatient-Klinik, also ambulant behandelt wurden. Es waren jetzt keine Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden. Und also da sind noch viele Fragen offen. Aber das gibt schon mal Hoffnung, und wenn man das vergleicht mit vielen Studien, die in der letzten Dekade gemacht wurden, sticht die Studie in ihrer Effektgröße da schon heraus. Wie wirkt denn das Ganze mechanistisch im Gehirn? Ja, und das ist eine sehr spannende Frage, weil wir hier von einem Langzeiteffekt nach einer einzelnen oder in dem Fall 2 sehr kurzfristigen pharmakologischen Interventionen sprechen. Wie kann man das erklären?
Und für mich ist der Haupterklärungsansatz für diese langfristigen Effekte schon eher ein psychotherapeutischer. Also der Effekt erklärt sich sicherlich zu einem Teil, dass man Widerstände, auf die man in der kognitiven Therapie häufig trifft und die ein wesentliches Thema dabei sind. Also ich habe Glaubenssätze, ich schaffe das sowieso nicht, ich verliere immer und der will nicht mit mir reden und solche Sachen, dass das durchbrochen werden kann, einfacher und sich dann auch im Verlauf der Therapie dann auch besser damit gearbeitet werden kann. Das ist ein Ansatz, wie man sich das erklären könnte. Die andere Frage ist natürlich, was passiert dabei im Gehirn? Ist da irgendwas Spezifisches, Mechanistisches, was solche langfristigen Effekte unterlegen können? Und dazu, um das zu klären, sind natürlich unter anderem auch Tierstudien geeignet, weil man sich dann wirklich auch auf der molekularen Ebene sich Sachen angucken und auf der Ebene von bestimmten Molekülen, die mit diesen pharmakologischen Substanzen spezifisch interagieren. Und da hatten wir vor ein paar Jahren eben gefunden in einem Modell für Alkoholabhängigkeit, dass ein bestimmter Rezeptortyp im Bereich des präfrontalen Kortex, also da, wo auch unter anderem Glaubenssätze und Entscheidungen verortet werden können, unter anderem stark reduziert ist in dem Tiermodell und auch in Postmortem-Material von Autopsiematerial von verstorbenen Alkoholikern verglichen mit Kontrollen. Und das hat uns eine Weile beschäftigt. Das ist ein spezifischer, sogenannter metabotroper Glutamatrezeptor, der da nicht richtig funktioniert. Und die Frage war immer, wie kriegen wir den wieder zum Leben erweckt oder zur Funktion. Und der klassische pharmakologische Ansatz wäre natürlich dafür, Liganden, die spezifisch an diesen Rezeptor binden, zu verwenden. Das hat man auch versucht und das hat nicht so gut funktioniert, unter anderem aus zwei Gründen. Einmal, weil diese Liganden auch Nebenwirkungen haben, aber der andere ist, dass die Funktion des Rezeptors so stark eingeschränkt gewesen ist, dass eigentlich der Ligand gar kein Ziel hatte, an dem er andocken konnte. So, die Frage ist eigentlich eher, wie kriegt man diesen Rezeptor wieder in der Zelle exprimiert, also hergestellt, sodass er auch wieder seine Funktion aufnehmen kann. Und ein Befund, den wir dann dazu hatten, war, dass zum Beispiel die Bindungsstelle für Psilocybin, das ist der sogenannte 5-HT2A-Rezeptor, direkt mit diesem metabotropen Glutamat-Rezeptor interagiert. Und das war bekannt schon lange. Wir haben dann eben einen Versuch gemacht, ob mit der Fragestellung, kann Psilocybingabe diesen metabotropen Glutamat-Rezeptor die Expression wieder ankurbeln und können wir dann funktionelle Effekte finden, die sich positiv auf das Alkoholverhalten in Tieren auswirken. Das ist uns dann auch gelungen. Also es gibt in der Tat einen Mechanismus, bei dem der Angriffspunkt von Psilocybin, dieser 5-HT2A-Rezeptor, direkt mit dem Rezeptor interagiert, für den wir zeigen konnten, dass er für einen Teil der kognitiven Defizite und auch für das verstärkte Craving im Rattenmodell verantwortlich ist. Also wir über einen indirekten Weg könnte also das ein Mechanismus sein, über den Psilocybin über einen längeren Zeitraum einen positiven Effekt auf kognitive Funktion und damit eventuell auch auf die Kontrolle des Alkoholverhaltens haben könnte. Ja. Das ist aber ein richtiger Knaller, oder? Also ich habe mir diesen Rezeptor quasi weggesoffen
der dafür sorgt, dass ich Craving, dass ich also unwiderstehliche Gelüste nach Alkohol habe. Jetzt kommt da eine Substanz daher und baut mir diesen Rezeptor wieder ein. Das wäre es doch jetzt verkürzt, oder? Das wäre es jetzt verkürzt. So einfach ist das immer nie im Leben, aber im Prinzip wäre es das. Das wäre schön, wenn das so gelingen könnte. Aber wie gesagt, das wird natürlich, sind Ratten keine Menschen. Und in der Ratte können wir halt zum Beispiel diese psychotherapeutischen Effekte ja kaum nachweisen, aber es erlaubt uns eben, Hypothesen zu testen für mögliche Langzeitwirkungen dieser Psychedelika. Eine andere Langzeitwirkung, die wir momentan verstärkt untersuchen, ist die Wirkung auf das Immunsystem des Gehirns. Also es gibt auch immunkompetente Zellen im Gehirn, hauptsächlich Mikroglia, und die auch die entsprechenden Rezeptoren haben, sowohl für den mGluR2, aber eben auch für das Psilocybin. Und eine unserer Forschungsprojekte ist eben, ob die Entzündungsreaktion im Gehirn, die unmittelbar nach dem Stoppen vom Alkohol auftritt und auch für einige Wochen anhält, über die Gabe von Psilocybin positiv beeinflusst werden kann, so kann man es vielleicht sagen. Also was wir sehen, ist eine verlängerte Reaktion dieser immunkompetenten Zellen, der Mikroglia im Gehirn, nachdem Tiere nicht mehr mit Alkohol in Berührung kommen, nach einer längeren Phase von alkoholabhängigen Verhalten. Und wir haben auch Beweise oder Evidenz dafür, dass dieser Prozess auch Menschen anhält, wenn die aufhören mit dem Trinken. Also es ist nicht so, dass dann sofort alles besser wird, sondern manche Prozesse werden dann auch erstmal aktiviert und sind wahrscheinlich auch nicht unbedingt einfach nur kompensatorische, sondern in der Tat fortlaufende Entzündungsprozesse. Und da wollen wir unter anderem untersuchen, ob Psilocybin darauf eine positive Wirkung haben kann, unter anderem auch haben kann. Ich finde es sehr beruhigend, dass Sie das Ausrufezeichen hinter der therapeutischen Intervention setzen. Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Substanz für Sie ein Türöffner, der die Botschaft deutlicher, des Therapeuten deutlicher reinlässt. Ja? So kann man das ungefähr beschreiben. Ja. Es müssen ja auch nicht nur pharmakologische Substanzen sein, obwohl die jetzt sehr stark in der Diskussion sind, gerade die Psychedelics, wo es schon einen Vorteil gibt, dass man vielleicht nur ein- oder zweimal so eine Intervention macht und dann verändert sich was im Gehirn auch langfristig und hat vielleicht eine unterstützende Wirkung auf die Verbesserung der Lebenssituation des Patienten. Da gibt es ja auch andere Sachen. Ich sehe das so als eine Art neuromodulatorischer Prozess, der da in Gang gesetzt wird. Und da gibt es ja auch spannende Resultate, zum Beispiel mit der der transkranialen Hirnstimulation. Und da haben wir vor kurzem auch gesehen, dass man eben damit spezifisch auch diese Entzündungsreaktion beeinflussen kann, also über die ich gerade gesprochen habe, die in der frühen Abstinenz beim Alkoholentwöhnung auftritt. So. Also es gibt mehrere Ansätze, die irgendwie kombiniert werden können, um insgesamt den Patienten zu erlauben, die Situation besser zu kontrollieren und zu managen. Sowohl pharmakologische, psychotherapeutische, aber eben auch so technologiegetriebene neuromodulatorische Ansätze. Also das Feld ist sicherlich immer noch vibrant. Massiv in Bewegung. Massiv in Bewegung, ja. Okay, diese Meetings finden einmal im Jahr statt. Ich würde sagen, in 2 Jahren unterhalten wir uns wieder und ich hole mir einen Update. Herr Sommer. Okay, danke schön. Vielen Dank. Ja, dann schauen wir mal.